Das BRICS-Jahrestreffen in Kasan im Oktober 2024 wird ja wahrscheinlich das bedeutendste Treffen seit 2014 sein, also der BRICS-Staaten. Und welche Top-Themen sind denn schon bekannt? Das BRICS-Pay-System, die Getreidebörse, die Energiebörse, das BRICS-Parlament soll diskutiert werden, neue Varianten einer Nicht-Vollmitgliedschaft, dann Erleichterung der Reisefreizügigkeit und Arbeitsvisa innerhalb der BRICS-Staaten. Die BRICS-Währung wird auf dem Programm stehen, auch wenn das nicht bedeutet, dass eine BRICS-Währung kommt. Mehr später dazu. Ja, die BRICS-Staaten wollen sich auch auf eine gemeinsame Position zu ihrer Mitgliedschaft und Stimmrechten in der UN, dem IWF und der Weltbank verständigen. Und natürlich wird es am Rande auch Gespräche mit neuen Antragstellern und potenziellen Mitgliedern geben, wie beispielsweise der Türkei. Dazu gleich noch mehr. Also der Hauptpunkt wird mit Sicherheit der offizielle Start des BRICS-Payment-Systems sein, BRICS-P genannt. Und 159 Banken, nein, nicht 195 Länder, wie in einigen Videos ja berichtet wurde. 159 Banken aus ca. 20 Ländern sollen dort bereits angebunden sein. Und ja, es geht nicht um eine gemeinsame Währung, sondern es geht darum, einen SWIFT-Ersatz zu schaffen. Und jetzt kommt das Besondere, nämlich jedes Land soll mit BRICS-Pay eben die Möglichkeit haben, in ihrer eigenen lokalen Währung Handel zu treiben. Ja, es könnte auch sein, dass Kryptozahlungen über die Plattform abgewickelt werden. Technisch ist das ebenfalls schon implementiert. Auch da muss noch ein Regelwerk definiert werden. Und auch die CBDC, also Zentralbankwährung der einzelnen BRICS-Länder, die das bereits schon umgesetzt haben, die können eben über BRICS-Pay auch transferiert werden. Und das wurde auch bereits getestet. Ja, nochmal. Es geht nicht um eine eigene Währung, weil das immer wieder in den Kommentaren geschrieben wird. Das ist auch gar nicht nötig, weil dieses neue BRICS-Payment-System, BRICS-Pay, ja eben gerade unterstützen soll, dass wirtschaftsschwache Länder mit ihren eigenen lokalen Währungen weiterhin miteinander Handel treiben können, eben um hier nicht den gleichen Fehler zu machen, der in der Europäischen Union gemacht wurde. Und dazu haben einige dieser Länder bereits sogenannte Währungsswaps umgesetzt. Das heißt, man tauscht zu einem bestimmten fest definierten Kurs Währungen aus und erlaubt den Banken des jeweils anderen Landes auch Konten in der Währung des Partnerlandes zu führen. Das ist zum Beispiel jetzt erst vor kurzem passiert zwischen Russland und der Türkei, sodass jetzt beispielsweise türkische Firmen in Rubel einkaufen könnten oder russische Firmen eben in türkischen Lira einkaufen könnten und die Währung auch gegenseitig konvertiert werden konnten. Und eben auch das russische Payment-System wurde in der Türkei angebunden, sodass man zum Beispiel auch Geld abheben kann mit russischen Geldkarten. Also es ist unwahrscheinlich, was am Werden, am Entstehen hier in der BRICS-Gemeinschaft mit einem irren Tempo. Und auch wenn vielleicht alles für sich genommen nur ganz, ganz kleine Schritte sind, aber die Entwicklung, die hier innerhalb der BRICS-Staaten für eine engere Zusammenarbeit vollzogen wird, mit dem Ziel, nicht mehr abhängig vom Dollar zu sein, nicht mehr abhängig zu sein vom SWIFT-System. Also es ist eine unglaubliche Geschwindigkeit, auch wenn es alles ganz, ganz kleine Schritte sind. Und ja, das hat auch schon zu ersten negativen Auswirkungen für die westlichen Länder. Ja, also nochmal das Thema, kommt eine BRICS-Währung oder kommt keine? Wir halten das für sehr unwahrscheinlich, weil es eben nicht nötig ist, weil der Wettbewerbsvorteil der BRICS-Staaten, wenn sie ein System schaffen, in dem jedes Land eben mit lokalen Währungen bezahlen kann, ist der Wettbewerbsvorteil gegenüber den Ländern, die in Dollar handeln müssen, eben viel, viel größer. Also das stärkt wirtschaftsschwache Länder und die Bank der BRICS-Staaten, und das ist ja das, was jetzt schon passiert, nutzt eben den Handelsdefizit von wirtschaftsschwachen Ländern, eben um in wirtschaftsschwachen Ländern Kredite zu vergeben und dann dadurch diesen wirtschaftsschwachen Ländern zu helfen, sich schneller zu entwickeln und damit den Markt zu entwickeln und ebenfalls dann noch mehr Handel zu treiben, was letztendlich wieder die wirtschaftsstarken Länder der BRICS-Gemeinschaft führt. Was passieren könnte, und deswegen wird man die BRICS-Währung auch nach wie vor in Kasan auf der Tagesordnung stehen haben, und zwar, dass man überlegt, eine sogenannte Koop-Währung einzuführen. Also eine Koop-Währung, das ist was Ähnliches, was die Europäische Union hatte, bevor der Euro eingeführt wurde, der sogenannte ECU. Und das war eine Koop-Währung. Also, wie hat das funktioniert? Da wurde der Wechselkurs des ECU als gewichteter Durchschnitt der Wechselkurse der einzelnen Währungen in einem Koop berechnet. Das heißt, man hat sozusagen die Länder gefragt, die mitmachen wollen bei dem ECU und hat dann deren Währung alle in einen gemeinsamen Währungskorb reingelegt
und hat den eben gewichtet und dann den Durchschnitt berechnet. Und die Gewichtung der Währung im Grob basierte auf der wirtschaftlichen Bedeutung des jeweiligen Landes damals in der Gemeinschaft. Es wurden eben dann, also um den Wert des ECU in Bezug auf eine andere Währung zu berechnen, wurden die Beträge der nationalen Währungen im Grob eben durch die entsprechenden Wechselkurse dieser Länder gegenüber der Zielwährung, also dem ECU, dieser gemeinsamen Grobwährung, geteilt. Und die waren aber eben flexibel und wurden regelmäßig angepasst. Das ist das, was heute beim Euro eben nicht passiert und deswegen zu extrem Ungleichgewichten führt. Also man hat damals beim ECU, eigentlich war das eine Theorie, eine theoretische Verrechnungseinheit, die trotzdem eigentlich, so wie es vorher auch bei der Umrechnung oder bei Umrechnungskursen war, die Umrechnungskurse der unterschiedlichen Marktstärken, Wirtschaftsstärken der verschiedenen Länder immer wieder neu berechnet und angepasst hat. Das heißt, jedes Land hatte zu dieser Grobwährung ECU immer einen Verrechnungskurs zu der weiterhin bestehenden lokalen Währung. Das Ganze hat aber eben den Handel erleichtert innerhalb der nicht BRICS, sondern damals eben EU-Staaten, ne? Also Vorgänger der Europäischen Union. Das, was ich für möglich halten würde, was wir für möglich halten würden, und man fragt sich wieder, warum steht das irgendwie auf der Tagesordnung? Es spricht nichts dafür, dass es Vorteile hätte für die BRICS-Staaten. Es gibt einige BRICS-Staaten, die strikt dagegen sind, wie es immer wieder kolportiert wird, eine goldgedeckte Währung einzuführen. Aber eine Verrechnungseinheit, die nur auf dem Papier besteht und wo nur einige Länder mitmachen würden, um, wie gesagt, Handelstransaktionen zu erleichtern, also eine sogenannte Grobwährung, kannst du auch gerne googeln, wenn du da weiter dazu lesen willst. Das könnte eventuell umgesetzt werden. Lassen wir uns überraschen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Handelsbörse für Getreide und andere Nahrungsmittel. Also diese Handelsbörse, diese Exchange für Getreide und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse, die soll ja preiswerten Handel von Getreide unter BRICS-Ländern ohne Dollarzahlung und ohne SWIFT ermöglichen. Und die Länder werden das, wie gesagt, mit ihren lokalen Währungen bezahlen können. Und es wird schmerzhaft für die westliche Welt sein, weil da hat man jetzt schon die ersten Vorboten sozusagen hören oder lesen können, weil bereits riesige Bestellungen von Weichweizen, Soja, Mais bereits storniert wurden von BRICS-Ländern in Australien und in den USA. Und viele unterschätzen total die Folgen. Also man sieht das immer wieder in den Kommentaren. In meinem letzten BRICS-Video oder im vorletzten hatte ich schon mal darüber gesprochen, über diese Getreidebörse. Das wird so unterschätzt, weil der Kosten oder ein wichtiger Kostenfaktor in der Landwirtschaft ist eben die Vorausplanung. Und die BRICS-Länder haben eben hier analysiert, haben eine Machbarkeitsstudie im Mai diesen Jahres gestartet, die bis zum BRICS-Treffen in Kasan fertig sein soll und haben eben den Plan, das, was sie kaufen an landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie eben Soja, Weizen, Mais und so weiter und so fort, in allererster Linie intern, also innerhalb der BRICS-Staaten zu kaufen. Und den Handel mit westlichen Ländern, der ja weiterhin über das SWIFT-System und über Dollar geführt werden müsste, soweit es geht, eben einfach zu minimieren. Und jetzt kommt daraus eigentlich noch ein zweiter Nachteil für die westlichen Länder. Weil wenn also jetzt ein BRICS-Land riesige Bestellungen in Australien, USA, in anderen Ländern storniert und nicht mehr das SWIFT-System benutzt, um jetzt Alternativbestellungen im anderen Land auszuführen, hat der Westen keine Information, keine Ahnung, zu welchem Preis, welche Mengen, welche Länder untereinander handeln. Und das ist eben extrem schädlich für die Vorausplanung in der Landwirtschaft, der Bauern letztendlich. Und das könnte zu einer extremen Kostenerhöhung für die westlichen Länder führen. Also niemand hofft das, aber es ist eben ein Risiko, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und es hat jetzt schon zum Beispiel dazu geführt, dass die USA, obwohl sie ihre Mais- und Sojapreise 30% gesenkt haben, trotzdem China Soja und Mais nicht bei den USA gekauft, sondern eben storniert haben und bei irgendeinem bisher unbekannten anderen Land bestellt haben. Ja, also selbst Preissenkung, extreme Preissenkung gegenüber dem Marktwert führen eben nicht dazu, dass China dann trotzdem kauft, weil man durch das BRICS-P-System bei anderen Ländern, zum Beispiel China liefert jetzt anderen Ländern Güter, Waren und hat jetzt dort Guthaben. Und das Guthaben soll einfach jetzt benutzt werden, was da jetzt liegt, um lokale Produkte in diesem Land eben zu kaufen. Also eigentlich ähnlich wie eine Warentauschbörse, um eben lokale Währung anstelle einer zentralen starken Währung zu benutzen. Ein weiterer Vorschlag, der diskutiert werden soll, ist eine gemeinsame Energiebörse. Und hier könnte das Gleiche wieder zutreffen, niedrigere Energiepreise für die BRICS-Länder und höhere Energiepreise für die Nicht-BRICS-Länder. Ein BRICS-Parlament,
Da gibt es nur einige BRICS-Mitglieder, die das möchten und das Thema sehr gerne auf die Tagesordnung setzen. Wie gesagt, ob sich da andere Staaten dafür begeistern lassen, dass die BRICS-Staaten zu einem ähnlichen Staatenbündnis sich entwickeln wie die EU beispielsweise. Da gibt es also noch große Uneinigkeit in diesen anderen Punkten. Und das hat übrigens ja auch dazu geführt, die Uneinigkeit, ob es ein Parlament geben soll, ob es eine gemeinsame Währung geben soll und so weiter und so fort, dass unter anderem auf Druck von Russland die Aufnahme neuer Mitglieder erstmal gestoppt wurde. Und das führt uns zum nächsten Punkt, der besprochen werden soll in Kasan, nämlich neue Mitgliedsstrategien. Also es gibt ja jetzt die Vollmitgliedschaft. Alle Länder, die aktuell Mitglieder sind, haben den gleichen Mitgliedsstatus. Aber um kleinere Länder, die vielleicht auch nicht mit den Hauptzielen der ursprünglichen BRICS-Staaten einhergehen, vielleicht in einigen politischen Ansichten, wirtschaftlichen Ansichten eine völlig andere Meinung vertreten, möchte man für solche neuen Mitglieder dann eine weniger werthaltige, sagen wir, eine Junior-Mitgliedschaft entwickeln. Ein weiterer Punkt ist, wie gesagt, das Mitspracherecht in globalen Organisationen wie UN, IWF oder Weltbank. Und hier hat man sogar schon davon gehört, dass die BRICS-Staaten überlegen könnten, über einen Austritt aus UN, IWF oder Weltbank zu drohen, wenn sie dort nicht angemessenere Mitspracherechte hätten. Also das Recht, das ihnen aktuell gewährt wird in diesen Gremien, spiegelt aus Sicht der BRICS-Staaten eben nicht die geopolitischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten wider. Also ein Beispiel: 28% der UN-Mitglieder sind afrikanische Staaten. Sie haben aber keinen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Westliche Länder haben beispielsweise 60% Stimmrechte bei der IWF und Weltbank. Die Gründungsmitglieder der BRICS, also wir reden jetzt nur von den Gründungsmitgliedern, die stellen 25% des weltweiten BIP dar, haben aber eben nur 15% der Stimmrechte im IWF. Und mit den neuen Mitgliedern, die jetzt im Prinzip sozusagen sich in der Reihe stehen, um künftig auch noch mit zum BRICS-Bündnis zu gehören, wird sich das nochmal gewaltig ändern. Auch fragen sich die BRICS-Staaten, warum muss immer ein Amerikaner CEO der Weltbank und ein Europäer CEO des IWF sein? Das ist also eine Frage. Über all das und noch mehr wird eben jetzt im Oktober in Kasan diskutiert. Sind wir gespannt, was noch auf die Tagesordnung gesetzt wird. Wir werden ja auf alle Fälle berichten. Auf alle Fälle sieht man, dass dieses Treffen jetzt in Kasan eines der wichtigsten Treffen sein wird, allein schon, dass eben einige Präsidenten bereits der BRICS-Länder angekündigt haben, persönlich zu diesem Treffen zu reisen und nicht irgendwelche Minister, Wirtschaftsminister, Außenminister zu schicken. Beispielsweise ist jetzt schon bekannt, dass der chinesische Präsident Xi Jinping, der indische Premierminister Narendra Modi wird da sein, der brasilianische Präsident wird da sein und der südafrikanische Präsident wird selbst anwesend sein. Und natürlich auch, haben wir gelesen, der iranische Präsident Masoud Pezeshkian und natürlich Wladimir Putin als Gastgeber da in Kasan. Der größte Schock übrigens für die westliche Welt in den letzten Tagen und Wochen ist ja das ernsthafte Interesse der Türkei, Mitglied im BRICS-Block zu werden. Ich blende hier an der Stelle mal einen Link ein auf eine Tabelle. Das sind Daten, die wir selber recherchiert haben, wo man einfach mal sieht, die Gründungsmitglieder der BRICS-Allianz, aber auch alle die Länder haben wir dort mal mit aufgeführt, die schon ernsthaftes Interesse begründet haben, teilweise auch schon in Aufnahmeprozessen stecken. Und dass wir einfach mal sehen, also welchen Anteil haben diese ganzen Länder am weltweiten BIP, an der weltweiten Getreideproduktion, weltweite Erdgas- oder Erdölvorkommen und der Weltbevölkerung natürlich. Und das kannst du dir gerne hier in dieser Tabelle, wo wir den Link gerade einblenden, selber anschauen. Die Türkei ist eben ein sehr, sehr starkes Land. Ne? Sie stellt 2,04% des weltweiten BIP, 2,5% der weltweiten Getreideproduktion. Das mag sehr, sehr wenig erscheinen, wenn man da liest, 2%. Aber gemessen an vielen anderen Ländern ist es wirklich ein sehr, sehr starkes Land. Und die Frage ist, hätte die Türkei eine andere Entwicklung genommen, wenn man der Türkei den EU-Beitritt erleichtert hätte? Das bewegt aktuell viele, nachdem sie geschockt sind, dass sich die Türkei sehr, sehr deutlich eben diesem BRICS-Bündnis zuwendet. Die Türkei hat ja 1987 beantragt, als EU-Mitglied aufgenommen zu werden. 1999 wurde sie als Kandidat akzeptiert. 2005 hat sie dann mit dem Prozess begonnen und 16 von 35 Kapiteln sind seitdem eröffnet worden, seit 2005, aber eigentlich nur ein einziges geschlossen. Und damit ist die Türkei das Land mit dem am längsten liegenden, dauernden EU-Beitrittsantrag. Also im Durchschnitt benötigen EU-Länder ungefähr 9 Jahre, um ihre Kapitel abzuschließen.
Die schnellsten Länder, Österreich, Finnland, Schweden, die haben das unter 2 Jahren geschafft. Aber wenn wir sagen, im Durchschnitt 9 Jahre und bei der Türkei, wie gesagt, da dauert das jetzt schon 40 Jahre. Und das hat natürlich zu großem Frust auch in der Türkei geführt. Auf der anderen Seite natürlich auch bei der EU, weil es eben scheinbar sehr, sehr große Inkompatibilitäten gibt mit EU-Standards und das schwierig war, dort Fortschritte zu machen. Also es sind einfach Standards, die in der EU oder generell an EU-Beitrittskandidaten angelegt werden, wie die Säkularität, ne, muss gegeben sein. Das ist natürlich relativ kompliziert für die Türkei, auch das dann darzustellen und umzusetzen. Bleibt also einiges offen und spannend und wir werden natürlich berichten, wie es weitergeht. Also gerade was die Türkei betrifft, da sieht man momentan an beiden Seiten, also man merkt, wie die BRICS-Staaten rechts ziehen, aber natürlich auch die NATO und die EU an der anderen Seite teilweise mit Zuckerbrot und mit Peitsche versuchen, die Türkei auf Linie zu halten. Aber jedenfalls würde das weltweite Kräfteverhältnis bei dem Beitritt der Türkei zu den BRICS-Staaten nochmal gewaltig in die negative Richtung umbalancieren, sagen wir mal so. Ja, die Frage ist, die immer wieder in den Kommentaren gestellt wird, warum sprecht ihr hier bei Perspektive Ausland überhaupt über solche Themen? Weil eigentlich stellen wir hier ja Länder vor, in denen man auswandern kann. Oder wir helfen Familien, Freiberuflern, Privatiers, Ruheständlern, das für sie geeignete Wohnsitzland oder Geschäftssitzland zu finden und natürlich dabei auch Steuern zu sparen, interessante Steuerkonzepte umzusetzen, was vielleicht die Erbschaftssteuer betrifft, was die Schenkungssteuer betrifft und so weiter und so fort. Also eigentlich ist ja das Hauptthema auf unserem Kanal. Und deswegen immer die Frage, warum macht ihr BRICS-Videos? Aber ganz einfach, eben deswegen, weil für viele es eben ganz, ganz wichtig ist, in welche Region der Welt sie sich orientieren, wenn sie einen neuen Wohnsitz oder Geschäftssitz suchen. Und die geoökonomischen Verhältnisse, die ändern sich. Also wir sprechen auf unserem Kanal eigentlich nicht über politische Themen, aber über geoökonomische Themen. Und die BRICS-Allianz würfelt eigentlich die geoökonomischen Verhältnisse auf der Welt ganz schön durcheinander. Und wenn nicht heute, dann ist das eben absehbar. Und deswegen mag ein Wohn- oder Geschäftssitz in einem BRICS-Land sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant sein. Wir hatten vorhin schon gesagt, möglicherweise künftig die niedrigeren Energiekosten, die niedrigeren Lebensmittelkosten, Reisefreiheit innerhalb der BRICS-Allianz, das ist ein ganz wichtiges Thema, eben auch jetzt in Kasan. Und das kann ja auch sehr, sehr wichtig sein, wenn man beispielsweise, was wir auch anbieten, sich eine zweite Staatsbürgerschaft momentan zulegen möchte. Mag ein Land, das künftig dem BRICS-Staatenbündnis zugehört, eben eine sehr, sehr interessante Option sein, weil man dann ähnlich wie im Schengen-Raum künftig innerhalb der BRICS-Länder oder zumindest vieler BRICS-Länder Reisefreiheit genießt. Ich bin jetzt hier beispielsweise gerade in Sansibar und naja, als Deutscher, wenn ich jetzt hier in Sansibar einreisen will und hier kein Investorenvisum habe oder kein Retirement-Visum habe, dann muss ich da einen langwierigen Visa-Antrag bei der Einreise ausfüllen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Staaten, eben auch BRICS-Staaten, die landen hier einfach und laufen mit ihrem Pass einfach durch und sind im Land. Oder selbst beispielsweise der Vanuatu-Pass, ne, ist der preiswerteste Pass momentan, den man als legal durch eine Spende erhaltene Staatsbürgerschaft erwerben kann. Mit dem Vanuatu-Pass landet man hier und ist halt ein. Also das muss man sich einfach angucken. Was hat man für Ziele für die Zukunft? Was ist ein Auswanderland oder ein Geschäftssitzland, das mir sehr gut gefallen würde, wo ich mit meiner Familie wohlfühle? Und es ist wichtig, einfach zu wissen, wie trennt sich die BRICS-Welt momentan von der westlichen Welt und wer gehört da zusammen? Und wie sieht es möglicherweise in Zukunft dort im Vergleich zu der westlichen Welt geoökonomisch aus? Und darüber wollen wir sehr gerne hier auf dem Kanal berichten. Ja, wenn du dich also für dich, für deine Familie noch nicht entschieden hast, noch auf der Suche nach einem idealen Wohnsitz bist, dann findest du auf unseren Webseiten Wohnsitz Ausland jede Menge Informationen, auch auf der Webseite planbprojekt.com, jede Menge Informationen über Staatsbürgerschaften, die man erwerben kann legal, über Golden Visa, über auch andere Visas ohne Investitionen, um dort einfach so ein oder vielleicht mehrere Plan B Wohnsitzorte jetzt schon für dich zu finden, dadurch mehr Freiheit zu haben, mehr Individualität zu haben, vielleicht mehr Möglichkeiten zu haben, in anderen Ländern ein Konto zu eröffnen. Und auch das mag übrigens interessant sein,
dass man sagt, ich habe also im EU-Bereich vielleicht ein Konto, ich habe in anderen westlichen Ländern, vielleicht wie Singapur beispielsweise ein Konto, auch da bieten wir Unterstützung an, aber vielleicht eben auch in BRICS-Ländern noch ein Konto, auf dem ich eben bestimmte Beträge von meinem Vermögen diversifiziert sichern kann. Beschäftige dich mit den Informationen, die wir auf unseren Webseiten für dich zusammengestellt haben, oder du buchst dein individuelles Beratungsgespräch. Link findest du auch in der Beschreibung. Ich freue mich, dich entweder im Beratungsgespräch oder auch bei einem unserer Live-Events in London, Zürich oder übrigens auch jetzt hier neu regelmäßig in Sansibar kennenzulernen. Also schau dich um, Perspektive, Ausland-Events, da findest du unsere regelmäßigen Live-Events oder das Beratungsgespräch oder unsere Website. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.